In diesem Video zeige ich dir, warum Tagesgeldkonten aus Deutschland besonders attraktiv sind und welche deutschen Anbieter aktuell die besten Zinsen bei maximaler Sicherheit bieten. Am Ende des Videos sage ich dir, welches deutsche Tagesgeldkonto sich für dich wirklich lohnt. Warum ist ein Tagesgeldkonto aus Deutschland sinnvoll? Vor allem zwei Gründe sprechen für ein deutsches Tagesgeld. Der erste Grund ist die Einlagensicherung. Grundsätzlich gilt für alle Banken in der Europäischen Union eine gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro je Anleger. Hier gibt es aber keinen europäischen Einlagensicherungsfonds, sondern jedes Land hat seinen eigenen. In Deutschland ist das die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Da die Einlagensicherung national organisiert ist, spielt die wirtschaftliche Stabilität des Landes, in dem deine Bank ihren Sitz hat, eine entscheidende Rolle. Ein wichtiger Indikator dafür ist das Länderrating. Deutschland wird von führenden Ratingagenturen wie Standard & Poor's und Moody's seit Jahren mit der Bestnote AAA bewertet und zählt damit zu den stabilsten Ländern weltweit. Zusätzlich sind viele deutsche Banken Mitglied im Bundesverband Deutscher Banken e.V. Über dessen freiwilligen Einlagensicherungsfonds sind Einlagen nicht nur bis zur gesetzlichen Grenze von 100.000 Euro geschützt, sondern in vielen Fällen sogar bis zu mindestens 750.000 Euro pro Kunde. Der zweite wichtige Grund für ein deutsches Tagesgeldkonto ist die Steuereinfachheit. Führst du dein Tagesgeldkonto bei einer Bank mit Sitz in Deutschland, ist das besonders komfortabel. Die Bank behält nämlich die Abgeltungssteuer auf deine Zinsen automatisch ein und führt sie zusammen mit Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer direkt an das Finanzamt ab. Zusätzlich kannst du bei deutschen Banken einen Freistellungsauftrag einrichten und so deinen Sparerpauschbetrag nutzen. Alles ganz bequem. Du musst dich nicht weiter um die Versteuerung kümmern. Bei einem Tagesgeldkonto im Ausland sieht das anders aus. Dort werden die Zinsen in voller Höhe ausgezahlt und du musst sie anschließend selbst in deiner Steuererklärung angeben, inklusive der entsprechenden Zinsbescheinigung. Kriterien für die Auswahl eines Tagesgeldkontos. Die Steuereinfachheit und die deutsche Einlagensicherung sind zwei wichtige Argumente für ein Tagesgeldkonto aus Deutschland. Bei der Auswahl spielen jedoch noch weitere Faktoren eine entscheidende Rolle. Erstens, Zinsen. Die Zinshöhe ist für viele Anleger das wichtigste Kriterium. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Zinsarten, dem Neukontenzins und dem Bestandskontenzins. Der Neukontenzins gilt in der Regel nur für einen begrenzten Zeitraum, häufig 3 oder 6 Monate. Teilweise ist er auch an ein festes Enddatum gekoppelt, das für alle Kunden gleich ist. In manchen Fällen liegt dieser Aktionszins sogar über dem aktuellen Leitzins der Europäischen Zentralbank. Nach Ablauf der Frist wird der Zinssatz automatisch gesenkt. Wenn du bereit bist, dein Tagesgeldkonto nach Ablauf der Zinsgarantie zu wechseln, kannst du dich vor allem am Neukontenzins orientieren. Möchtest du dein Geld hingegen längerfristig bei einer Bank parken, solltest du vor allem auf einen möglichst hohen Bestandskontenzins achten. Zweitens, Häufigkeit der Zinsauszahlung. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, wie oft die Zinsen ausgezahlt werden. Je häufiger die Zinsgutschrift erfolgt, desto stärker profitierst du vom Zinseszinseffekt. Optimal ist eine monatliche Zinsauszahlung. Drittens, Maximaleinlage. Viele Banken begrenzen die Höhe der Einlagen auf ihrem Tagesgeldkonto. Dabei gibt es zwei gängige Varianten. Entweder wird der höhere Aktionszins nur bis zu einem bestimmten Betrag gezahlt oder es gibt eine feste Maximaleinlage, die insgesamt nicht überschritten werden darf. Viertens, Zusatzkonditionen. Bei einigen Banken ist der beworbene Höchstzins an weitere Bedingungen geknüpft. Häufig musst du bei solchen Tagesgeldkonten zusätzlich ein Girokonto oder ein Depot eröffnen, um von den besten Konditionen zu profitieren. Die Banken im Tagesgeldvergleich. Für das Video habe ich diese 10 deutschen Tagesgeldkonten analysiert und mich bei der Auswahl an der Zinshöhe für Neu- und Bestandskunden orientiert. Neukontenzins. Hier siehst du die aktuellen Zinsen der 10 Banken aus Deutschland. Den höchsten Neukontenzins bietet mit 2,9% per annum derzeit die Volkswagen Bank. Dicht gefolgt vom ING und dem Santander Tagesgeld mit 2,75% per annum sowie dem 1822 Direkt-Tagesgeld mit 2,25% per annum. Im unteren Bereich unseres Vergleichs liegen die Tagesgeldkonten der DKB mit 1%, der Postbank mit 0,75% und der C24 Bank mit 0,5% pro Jahr. Beachte aber, dass sich die Zinsen im aktuellen Umfeld schnell ändern können. Einen ständig aktualisierten Zinsvergleich für Tagesgeld aus Deutschland verlinke ich dir unter dem Video. Zinszeitraum für Aktionszins. Normalerweise ist der Neukontenzins zeitlich beschränkt. So liegt die Zinsgarantie bei der Commerzbank bei 12 Monaten, beim Volkswagen Bank, dem 1822 Direkt und dem Comdirect Tagesgeld bei 6 Monaten und bei der ING, Santander und der Targobank bei 4 Monaten. Bei der DKB, der Postbank Bank und der C24 gibt es keinen Zinsunterschied zwischen Neu- und Bestandskonten. Zinsen für Bestandskonten.
Nach Ablauf des Aktionszinszeitraumes erhält man automatisch einen variablen Zins für Bestandskunden. Attraktiv ist hier das Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank. Besonders groß ist der Unterschied beim Tagesgeld der Santander Bank. Hier liegen 2,45% zwischen dem Zins für Neukunden und Bestandskunden. Ausschüttungshäufigkeit. Je häufiger die Zinsen ausgeschüttet werden, desto stärker profitierst du vom Zinseszinseffekt. Eine monatliche Zinszahlung bekommst du bei der Volkswagen Bank, der Santander und der C24 Bank. Beim Comdirect und beim DKB-Tagesgeld wird vierteljährlich ausgezahlt und bei den anderen nur einmal im Jahr. Einlagensicherung. Alle Tagesgeldkonten sind durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Die 1822 Direkt geht darüber hinaus. Neben der gesetzlichen Einlagensicherung sind Guthaben zusätzlich über den Einlagensicherungsfonds der Sparkassen abgesichert. Bei den Tagesgeldkonten der Comdirect, Commerzbank, ING, Postbank, Santander, Targobank, der DKB und der VW Bank besteht ergänzend eine Absicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Die Höhe der zusätzlichen Absicherung wird durch das Eigenkapital der Bank bestimmt. Die Maximalbeträge. Die ING zahlt den höheren Zins bis zu einer Einlage von 250.000 Euro. Bei der 1822 Direkt und der C24 Bank liegt die maximale Einlage bei 100.000 Euro. Bis zu 1 Million Euro kannst du beim Commerzbank, beim Comdirect und beim Targobank Tagesgeldkonto als Maximalsumme parken. Bei der DKB, der Santander Bank, der Postbank sowie der Volkswagen Bank gibt es keine Begrenzung. Sonderbedingungen. Bei fast allen Banken in dem Vergleich kannst du das Tagesgeldkonto auch dann eröffnen, wenn du dort kein Girokonto führst. Ausnahmen sind aktuell nur die C24 Bank und die DKB. Hier ist das Tagesgeld nur gemeinsam mit dem Girokonto erhältlich. Welches deutsche Tagesgeldkonto ist das Beste? Meine Empfehlung. Besonders interessant ist, wie auch schon im vergangenen Jahr, das Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank. Mit aktuell 2,9% per annum für Neukunden bietet es unter den Tagesgeldkonten mit deutscher Einlagensicherung und Steuereinfachheit die höchste Verzinsung. Und auch beim Bestandskontenzins liegt das Angebot vorn. Außerdem ist die Zinsgarantie mit 6 Monaten im Vergleich mit den anderen besonders lang. Die Zinsausschüttung erfolgt zudem monatlich, sodass du optimal vom Zinseszinseffekt profitierst. Wie gesagt, können sich die Zinsen aktuell schnell ändern. Unter dem Video verlinke ich dir deshalb einen ständig aktualisierten Vergleich für Tagesgeld aus Deutschland. Ich hoffe, dir hat das Video zum deutschen Tagesgeld gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.